Objektklassen, Übersicht. Alle anomalen Objekten, Entitäten und Phänomenen, die Sicherheitsmaßnahmen bedürfen, wird eine Objektklasse zugeteilt. Die Objektklasse ist Teil des Standardlayouts eines SCPs und ein ungefähres Maß für die Schwierigkeit, es einzudämmen. Innerhalb des SCP-Universums dienen Objektklassen der Identifizierung von den Eindämmungsanforderungen, der Forschungspriorität, der Verteilung des Budgets und anderen Aspekten. Wie ein Objekt klassifiziert wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, hauptsächlich jedoch von der Schwierigkeit und dem Zweck der Eindämmung. Primäre Klassen. Dies sind die gängigsten Objektklassen, die den Großteil der SCP-Datenbank ausmachen. Sicher. Als sicher klassifizierte Anomalien sind leicht und sicher einzudämmen. Dies liegt häufig daran, dass die Foundation das SCP hinreichend untersucht hat, sodass die Eindämmung keine signifikanten Ressourcen oder die Anomalie eine spezifische oder bewusste Aktivierung oder einen Auslöser benötigt. Dass eine Anomalie als sicher klassifiziert ist, bedeutet jedoch nicht, dass ihre Handhabung oder Aktivierung keine Gefahr birgt. Euklid. Objekte der Klasse Euklid sind Anomalien, die mehr Ressourcen benötigen, um vollständig eingedämmt werden zu können, oder wo eine zuverlässige Eindämmung bzw. Isolation nicht immer möglich ist. Hauptsächlich liegt dies daran, dass das SCP unzureichend erforscht oder grundsätzlich unvorhersehbar ist. Euklid ist die Objektklasse mit der größten Bandbreite, und es kann oft davon ausgegangen werden, dass ein SCP diese Klasse hat, wenn es nicht unter eine der anderen dem Standard entsprechenden Objektklassen fällt. Insbesondere werden sämtliche Anomalien, welche eigenständig oder intelligent sind, aufgrund der natürlichen Unvorhersehbarkeit von Objekten, die von sich aus denken oder handeln können, als Euklid klassifiziert. Keter. Als Keter klassifizierte Objekte sind Anomalien, die äußerst schwer dauerhaft oder verlässlich eingedämmt werden können und die umfangreicher und komplexer Sicherheitsmaßnahmen bedürfen. Die Foundation kann diese SCPs aufgrund fehlender Forschung oder Technologie oft nicht gut eindämmen oder bekämpfen. Ein als Keter klassifiziertes SCP bedeutet nicht, dass das SCP gefährlich ist, nur dass es einfach sehr schwer oder kostspielig einzudämmen ist. Thaumiel. Die Thaumiel-Klasse gilt für Anomalien, die die Foundation speziell zur Eindämmung anderer SCPs einsetzt. Selbst die bloße Existenz von Objekten der Thaumiel-Klasse ist meist auf höchster Ebene der Foundation geheim, und ihre Standorte, Funktionen und ihr aktueller Status sind nur wenigen Mitarbeitern der Foundation außerhalb des O5-Rates bekannt. Sekundäre Klassen. Die folgenden Objektklassen werden weniger häufig verwendet und designieren Anomalien mit ungewöhnlichen Eindämmungsanforderungen. Diese sekundären Klassen können auch als esoterische Klassen beschrieben werden, zusätzlich zu vielen anderen esoterischen Klassen, die noch weniger häufig verwendet werden. Apollyon. Bei SCPs der Apollyon-Klasse handelt es sich um Anomalien, die nicht eingedämmt werden können, von denen erwartet wird, dass sie in Kürze aus der Eindämmung ausbrechen, oder um ein anderes ähnliches Szenario. Solche Anomalien stehen in der Regel im Zusammenhang mit weltbedrohenden Bedrohungen oder einem K-Klasse-Szenario irgendeiner Art und erfordern massive Anstrengungen der Foundation, um sie zu bewältigen. Archon. Anomalien der Archon-Klasse sind Anomalien, die theoretisch eingedämmt werden könnten, aber aus irgendeinem Grund besser nicht eingedämmt werden sollten. Archon-Anomalien können ein Teil der Konsensrealität sein, der sich nur schwer vollständig eindämmen lässt. Oder sie können nachteilige Auswirkungen haben, wenn sie eingedämmt werden. Diese SCPs sind nicht uneindämmbar. Das entscheidende Merkmal dieser Klasse ist, dass die Foundation sich dafür entscheidet, die Anomalie nicht einzudämmen. Cernunnos. Anomalien der Cernunnos-Klasse könnten praktisch eingedämmt werden, aber aus logistischen oder ethischen Gründen hat sich die Foundation bis auf Weiteres dagegen entschieden. Die Anomalie kann weiterhin teilweise eingedämmt oder aktiv vor der Öffentlichkeit versteckt werden, aber die Kosten dafür, sie vollständig einzudämmen, überwiegen den Nutzen. Ticonderoga. Anomalien der Ticonderoga-Klasse sind Anomalien, die nicht eingedämmt werden können, aber dies auch nicht müssen. Während die Eindämmung dieser Anomalien, ähnlich wie bei den SCPs der Archon-Klasse, unnötig ist, sind die SCPs der Ticonderoga-Klasse mit dem derzeitigen Wissen und den Ressourcen der Foundation darüber hinaus nicht eindämmbar.
Dies könnte an ihrem weit verbreiteten oder allgegenwärtigen Vorkommen auf der Erde liegen, obwohl sich die Öffentlichkeit weiterhin ihrer Existenz oder anomalen Natur unbewusst ist, wobei die Ticonderoga-Klasse ebenso extraterrestrische Anomalien außerhalb der Reichweite der Foundation enthält. Nicht dem Standard entsprechende Klassen. Die meisten der folgenden Objektklassen implizieren, dass einem SCP noch keine dem Standard entsprechende Objektklasse zugewiesen wurde oder ehemalig eine solche Objektklasse erhielt, aber bei der nicht länger eine Eindämmung erforderlich ist. Es gibt auch zusätzliche Objektklassen, die weniger häufig als die oben aufgelisteten verwendet werden und als esoterische oder narrative Objektklassen bekannt sind. Erklärte Anomalien wurden erst als Anomalien klassifiziert, bevor sie vollständig erforscht und verstanden wurden, sodass ihre Effekte nun durch normale Wissenschaften erklärbar sind oder sie fälschlicherweise als eine Anomalie identifiziert wurden, bevor sie als ein Schwindel oder Missverständnis entlarvt wurden. Während die meisten separat als erklärte SCPs aufgelistet werden, könnte ein SCP in der Hauptliste nach einer weiteren Untersuchung der scheinbaren Anomalie als erklärt neu klassifiziert werden. Neutralisiert. Neutralisierte Anomalien wurden als Anomalien klassifiziert, jedoch nicht länger anomal sind, weil sie absichtlich oder versehentlich zerstört oder ausgeschaltet wurden, oder weil einfach ihre anomalen Eigenschaften oder Effekte verschwanden. Ausgemustert. Ausgemusterte SCPs sind Anomalien, die absichtlich von der SCP Foundation zerstört oder deren anomalen Effekte entfernt wurden. Da die Foundation normalerweise versucht, anomale Objekte einzudämmen, anstatt zu neutralisieren, wird diese Objektklasse nur verwendet, wenn es nicht möglich ist, eine Anomalie vollständig einzudämmen, oder wenn ein übermäßiger Aufwand an Ressourcen benötigt wird, um eine Anomalie in der Eindämmung zu behalten. Eine Ausmusterung kann auch aus ethischen Gründen durchgeführt werden, vor allem wenn eine Eindämmung extremes Leid verursachen würde oder keinen größeren Verlust von Leben verhindern könnte. Um jegliche unnötige Verluste zu vermeiden, erfordert eine Ausmusterung eine Genehmigung einer höheren Gewalt, wie dem O5-Rat, dem Ethikkomitee oder der Abteilung zur Ausmusterung. Ausstehend. SCP-Artikel, denen noch keine Objektklasse zugewiesen wurde, können als ausstehend klassifiziert werden. Dies wird gemacht, um anzudeuten, dass die Foundation derzeit nicht genügend Informationen besitzt, um der Anomalie eine Objektklasse zuzuweisen. Dies ist eine bewusste Entscheidung, um zu betonen, dass die Forschung noch nicht beendet wurde und bedeutet nicht, dass der oder die Autor einfach nur nicht weiß, welche Objektklasse verwendet werden soll. Nicht eingedämmt. SCPs, die noch nicht eingedämmt wurden, kann eine Objektklasse zugewiesen werden, oft Keter, aber in einigen Artikeln wird nicht eingedämmt anstelle der Objektklasse verwendet, um auszudrücken, dass fortlaufende Bemühungen erforderlich sind, um eine Eindämmung zu gewährleisten oder wiederherzustellen. Esoterische Klassen. Zusätzliche Objektklassen, die nicht oben aufgeführt sind, werden allgemein genutzt, um das Narrativ in einem bestimmten SCP zu unterstützen und häufig nur einmal verwendet und werden somit als esoterische oder narrative Objektklassen bezeichnet. Esoterische Objektklassen, die oft genug verwendet werden, könnten irgendwann die Anforderungen erfüllen, um zur Liste der sekundären Klassen hinzugefügt zu werden. Es wird für die meisten SCPs empfohlen, eine der hier aufgeführten primären Objektklassen zu verwenden und nur eine andere Objektklasse zu nehmen, wenn es einen guten Grund dafür im Artikel gibt. Offene Fragen zu den Objektklassen. Was ist der verschlossener Kastentest? Der verschlossener Kastentest ist ein informeller Weg, um die geeignetste Klasse für ein Objekt zu finden. Wenn man es in einen Kasten einschließt, alleine lässt und nichts Schlimmes passiert, ist es wahrscheinlich sicher. Wenn man es in einen Kasten einschließt, alleine lässt und nicht genau weiß, was passieren wird, ist es wahrscheinlich Euklid. Wenn man es in einen Kasten einschließt, alleine lässt und es leicht entkommt, ist es wahrscheinlich Keter. Wenn es der Kasten ist, ist es wahrscheinlich Taumiel. Wenn man die Analogie auf andere Objektklassen anwendet. Wenn es früher einen Kasten benötigte, aber jetzt nicht mehr, ist es neutralisiert. Wenn dies aufgrund einer bewussten Entscheidung der Foundation geschehen ist es wahrscheinlich ausgemustert. Wenn sich herausstellt, dass es überhaupt nicht in einen Kasten eingeschlossen werden musste, ist es wahrscheinlich erklärt. Wenn man es in keinen Kasten einschließen kann und es dabei ist, die Welt zu vernichten, dann ist es wahrscheinlich Apollyon. Wenn man es in einen Kasten hätte einschließen können, es aufgrund schwerwiegender Konsequenzen aber nicht getan hat, dann ist es wahrscheinlich Archon.
Wenn man es in einen Kasten hätte einschließen können, es aber aus praktischen oder ethischen Gründen nicht getan hat, dann ist es wahrscheinlich Cernunnos. Wenn es in keinen Kasten passt, aber das nicht so schlimm ist, dann ist es wahrscheinlich Ticonderoga. Wenn man sich noch nicht sicher ist, in welchen Kasten man es einschließen soll, ist es wahrscheinlich ausstehend. Eine abweichende Überlegung ist, dass alles, was selbstständig, lebendig und/oder intelligent ist, fast immer mindestens als Euklid klassifiziert wird. Wenn man ein lebendes Etwas in eine Kiste steckt und sich nicht weiter darum kümmert, wird es vermutlich ersticken oder verhungern, und das ist nicht erstrebenswert. Etwas, das Intelligenz besitzt, könnte schlau genug sein, unsere Eindämmungsprozeduren zu überwinden und/oder aufhören zu kooperieren, was es gefährlicher macht, als es anderweitig wäre. Was, wenn ich ein SCP mit der falschen Objektklasse finde? Die Objektklassen sind absichtlich sehr vage beschrieben, um dem Autor kreativen Freiraum zu lassen. Während die Definitionen oben aufgelistet und erklärt werden, sind dies Beschreibungen an häufiger Verwendung und keine Regeln, die befolgt werden müssen, wenn man einen Artikel schreibt. Während es Vorschläge gab, ein verständlicheres System zu erschaffen, würden fest definierte Klassifizierungen die Fähigkeit des Autors einschränken, so zu schreiben, wie er oder sie es möchte. Wenn du einen SCP-Artikel findest, der deiner Meinung nach nicht richtig klassifiziert ist, steht es dir frei, dazu eine Diskussion zu eröffnen und zu sehen, was andere Mitglieder denken. Wenn dir das Ergebnis missfällt, äußere ruhig deine Meinung und bewerte entsprechend. Wenn ein SCP sehr gefährlich ist, sollte seine Objektklasse dann nicht höher sein? Nein, die Gefahr wirkt sich nicht wirklich auf die Objektklasse einer Anomalie aus. Wie bereits mehrfach erwähnt, richtet sich die Objektklasse eines Objekts eher nach der Schwierigkeit, es wegzusperren, als nach der Gefahr, die von ihm ausgeht. So wäre beispielsweise ein Knopf, der das gesamte Universum zerstören kann, wenn er gedrückt wird, sicher, während eine Katze, die zufällig mit einer anderen Katze irgendwo auf der Erde den Platz tauscht, als Keter gelten würde. Kann ein SCP mehr als eine Objektklasse haben? Im Allgemeinen nicht. Es ist jedoch erlaubt. Während sekundäre Klassen allein verwendet werden können, werden sie häufig zusätzlich zu einer primären Objektklasse genutzt. Was ist mit Risikoklassen, Störungsklassen, Bedrohungsleveln etc.? Verschiedene AutorInnen haben Alternativen oder Ergänzungen zur Objektklasse eingeführt. Die am häufigsten verwendete ist das Anomalie-Klassifikationssystem, AKS, die im Detail in diesem Guide erklärt wird und eine Risikoklasse hinzufügt, um zu verdeutlichen, wie gefährlich der Effekt einer Anomalie für Individuen ist, und eine Störungsklasse, um zu verdeutlichen, wie verbreitet ihre Effekte wären, wenn sie nicht eingedämmt wäre. Andere Systeme werden weniger häufig genutzt und könnte von einem einzigen Autor für die eigenen Werke erstellt worden sein. Aber andere Personen dürfen sie gerne übernehmen, wenn sie denken, dass sie gut zu ihren eigenen Artikeln passen. Ich dachte, wir würden keine Artikel mehr ausmustern. Wann hat sich das geändert? Ausgemustert ist eine Objektklasse, die in der Vergangenheit vom Team verwendet wurde, um unerwünschte Artikel nicht einfach nur zu löschen, sondern sie in einer Art Wand der Schande zu platzieren, um als Beispiel dafür zu dienen, was man nicht tun sollte. Dies beinhaltete, dass der Artikel umgeschrieben wurde, um die Ausmusterung des SCP-Objekts zu beschreiben, wobei oft Autoren-Avatare das Objekt auf eine überspitzte Art und Weise zerstörten. Das Ausmustern von Artikeln wird nicht mehr durchgeführt, zum einen, weil solche schwerwiegenden Änderungen durch das SCP-Personal nicht mehr erlaubt sind und zum anderen, weil die Sache mit der Ausmusterung nach hinten losgegangen ist, anstatt für einen besseren Schreibstil zu sorgen. Die ausgemusterten Artikel, die hier aufgelistet waren, sind nun gelöscht worden. Weitere historische Informationen über ausgemusterte SCPs und ihre Verwendung in der Vergangenheit sind im Geschichte des Universums Hub zu finden. Die moderne ausgemustert Objektklasse, wie im Abteilung zur Ausmusterung Hub beschrieben, ist sehr anders. Obwohl der Name auf den ursprünglichen Prozess der Ausmusterung verweist, geht es darum zu ergründen, warum die SCP Foundation ein bestimmtes SCP-Objekt aus pragmatischen oder ethischen Gründen zerstören wollen könnte, und nicht darum, Artikel mit schlechter Qualität bloßzustellen. Was entscheidet, welche Objektklasse zur Liste hinzugefügt wird? Ultimativ kommt es darauf an, wie oft eine Objektklasse verwendet wird. Während die Mehrheit der SCPs als sicher, Euklid oder Keter klassifiziert sind, verwenden einige Artikel eine andere Klassifizierung. Auch wenn die meisten davon für ein bestimmtes SCP erstellt und nur einmal verwendet werden, kann eine narrative Objektklasse wiederverwendet werden, wenn andere AutorInnen denken, dass sie nützlich ist.
Wenn du eine Objektklasse verwendest, die hier nicht aufgelistet ist, ist es als ein allgemeiner Leitfaden sinnvoll, sicherzustellen, dass im Artikel klargestellt wird, was sie bedeutet, weil die Leser sie wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen haben. Sicher, Euclid und Keta waren seit Beginn der Website Standardklassen, alle anderen wurden aufgrund häufiger Verwendung zum Standard. Derzeit muss eine esoterische Objektklasse in 25 SCP-Artikeln verwendet werden, bevor sie einen Tag bekommen und in diesem Guide definiert werden darf. Was sind die Farbcodes der französischen SCPs? Der französische Ableger verwendet bei seinen eigenen SCPs zusätzlich zur Objektklasse einen Farbcode zur Bewertung der Gefahr, die von einem Objekt ausgeht. Diese Farbcodes dürfen in deutschen SCPs verwendet werden, es wird allerdings davon abgeraten, eben weil sie sehr strikt definiert sind.